Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein interessantes Thema. Warum ist der Sonntag in Deutschland so ruhig? In diesem Podcast lernst du wichtige Wörter und typische Ausdrücke aus dem Alltag. Du erfährst, warum viele Geschäfte geschlossen sind und was die Menschen an diesem Tag machen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Los geht's! Ja, genau. Viele Menschen, die nach Deutschland kommen, sind zuerst überrascht. Es ist Sonntag, das Wetter ist schön, aber die Straßen sind oft leer. Viele Geschäfte haben geschlossen. Man kann nicht einfach spontan in den Supermarkt gehen. Für viele Touristen ist das ungewohnt. In anderen Ländern haben die Geschäfte auch am Sonntag geöffnet. In Deutschland ist das aber meistens anders. Das stimmt. Als ich das erste Mal einen Sonntag in Deutschland erlebt habe, war ich wirklich überrascht. Ich wollte einkaufen gehen und habe gemerkt, dass fast alles geschlossen ist. Nicht nur Supermärkte, sondern auch viele andere Läden. Die Innenstädte sind oft viel ruhiger als an normalen Werktagen. Man sieht weniger Autos und weniger Menschen auf den Straßen. Der Grund dafür ist eine lange Tradition. Der Sonntag gilt in Deutschland als Ruhetag. Viele Menschen sollen an diesem Tag frei haben und sich erholen können. Deshalb bleiben die meisten Geschäfte geschlossen. Natürlich gibt es einige Ausnahmen. An Bahnhöfen oder Flughäfen findet man oft kleine Supermärkte oder Kioske. Aber die Auswahl ist dort meistens kleiner und die Preise sind manchmal etwas höher. Deshalb planen viele Menschen ihren Einkauf schon vorher. Oft kaufen sie am Freitag oder Samstag alles, was sie für das Wochenende brauchen. Besonders am Samstag sind die Supermärkte oft sehr voll. Viele Leute denken dann, lieber jetzt einkaufen, morgen geht es nicht mehr. Genau, wenn man in Deutschland lebt, gewöhnt man sich schnell daran. Nach einiger Zeit findet man es ganz normal. Viele Menschen mögen diese Ruhe sogar. Es gibt keinen Stress mit Einkäufen und keine langen To-Do-Listen. Der Sonntag fühlt sich für viele Menschen anders an als die anderen Tage der Woche. Wenn man durch eine deutsche Stadt läuft, merkt man diesen Unterschied sofort. Die Straßen sind ruhiger, viele Geschäfte sind dunkel und die Menschen haben mehr Zeit für sich. Manche gehen spazieren, andere treffen Freunde oder bleiben einfach zu Hause. Ja, und genau das ist für viele Menschen wichtig. Nach einer anstrengenden Woche möchten sie einfach abschalten. Zeit mit der Familie verbringen oder sich ausruhen. Der Sonntag ist für viele Menschen nicht nur ein freier Tag, sondern auch eine kleine Pause vom Alltag. Man merkt also schnell, dass es beim Sonntag nicht nur um geschlossene Geschäfte geht. Für viele Menschen steht dieser Tag für Ruhe, Erholung und gemeinsame Zeit mit den Menschen, die ihnen wichtig sind. Wenn die Geschäfte geschlossen sind und die Straßen ruhiger werden, haben viele Menschen plötzlich etwas, das im Alltag oft fehlt: Zeit. Unter der Woche arbeiten viele, gehen zur Schule oder haben andere Termine. Oft ist der Tag voll geplant. Am Sonntag ist das anders. Viele Menschen stehen etwas später auf, frühstücken in Ruhe und genießen den Tag ohne Stress. Ja, das stimmt. Für viele Familien ist der Sonntag ein besonderer Tag. Unter der Woche sieht man sich manchmal nur kurz. Die Eltern arbeiten, die Kinder haben Schule oder Hobbys. Deshalb nutzen viele Familien den Sonntag, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Sie frühstücken zusammen, machen einen Ausflug oder besuchen Verwandte.
Besonders das gemeinsame Essen spielt oft eine wichtige Rolle. Viele Familien treffen sich am Sonntag zum Mittagessen. Die Großeltern kommen vorbei oder man fährt zu ihnen. Alle sitzen zusammen am Tisch, sprechen über die Woche und genießen das Essen. Das ist für viele Menschen ein schöner Teil des Sonntags. Andere Menschen nutzen den Tag vor allem zur Erholung. Nach einer langen Arbeitswoche möchten sie einfach entspannen. Sie schlafen länger, lesen ein Buch, schauen einen Film oder hören Musik. Manche legen das Handy sogar für ein paar Stunden weg und genießen die Ruhe. Das finde ich sehr interessant. Heute sind viele Menschen ständig erreichbar. Es gibt Nachrichten, E-Mails und soziale Medien. Manchmal hat man das Gefühl, dass man nie wirklich Pause hat. Der Sonntag bietet vielen Menschen die Möglichkeit, etwas langsamer zu leben und neue Energie zu sammeln. Genau. Viele Menschen sagen sogar, dass sie sich nach einem ruhigen Sonntag besser fühlen. Sie starten entspannter in die neue Woche. Deshalb versuchen sie bewusst, sich nicht zu viele Termine zu machen. Statt von einem Ort zum anderen zu fahren, bleiben sie lieber zu Hause oder verbringen Zeit in der Natur. Auch Spaziergänge sind am Sonntag sehr beliebt. Man sieht viele Familien, Paare oder Freunde in Parks, Wäldern oder an Seen. Dabei geht es oft nicht darum, etwas Besonderes zu machen. Es reicht schon, gemeinsam unterwegs zu sein und miteinander zu sprechen. Und genau diese einfachen Momente sind oft die schönsten. Ein Spaziergang, ein gemeinsames Essen oder ein gemütlicher Nachmittag können viel wertvoller sein als ein voller Terminkalender. Viele Menschen genießen diese kleinen Dinge besonders am Sonntag. Natürlich verbringen nicht alle Menschen den Sonntag gleich. Manche treffen Freunde, andere bleiben lieber allein. Aber viele nutzen den Tag bewusst, um etwas für sich selbst zu tun und Abstand vom stressigen Alltag zu bekommen. Ja, und deshalb verbinden viele Menschen den Sonntag mit Ruhe, Familie und Erholung. Gleichzeitig bedeutet das nicht, dass man den ganzen Tag zu Hause sitzen muss. Es gibt trotzdem viele Möglichkeiten, den Sonntag aktiv und interessant zu gestalten. Viele Menschen denken zuerst, dass am Sonntag in Deutschland nichts passiert. Die Geschäfte sind geschlossen, die Innenstädte sind ruhiger und viele Menschen bleiben zu Hause. Aber wenn man genauer hinschaut, gibt es trotzdem viele Möglichkeiten, den Tag schön zu verbringen. Ja, genau. Auch ohne Einkaufen kann man viel unternehmen. Besonders beliebt sind Spaziergänge. Viele Menschen gehen am Sonntag in den Park, in den Wald oder an einen See. Deutschland hat viele schöne Wanderwege. Man muss dafür nicht weit fahren. Oft findet man schöne Orte direkt in der Nähe. Das stimmt. Frische Luft tut gut und man kann dabei wunderbar entspannen. Viele Menschen treffen sich auch mit Freunden oder Familienmitgliedern. Sie trinken zusammen Kaffee, essen Kuchen oder verbringen einfach ein paar gemütliche Stunden miteinander. Oft sind gerade diese einfachen Treffen die schönsten. Außerdem haben viele Cafés und Restaurants am Sonntag geöffnet. Deshalb gehen viele Menschen gerne frühstücken oder essen gemeinsam zu Mittag. Besonders an sonnigen Tagen sitzen viele Gäste draußen auf der Terrasse und genießen das schöne Wetter. Auch Sport spielt für viele Menschen eine wichtige Rolle. Manche fahren Fahrrad, andere joggen oder gehen ins Fitnessstudio. Viele Sportvereine bieten am Wochenende Aktivitäten an. So bleibt man aktiv und tut gleichzeitig etwas für die Gesundheit. Wer lieber etwas Ruhigeres machen möchte, kann ein Buch lesen, Musik hören oder einen Film anschauen. Manche Menschen nutzen den Sonntag auch, um etwas Neues zu lernen. Sie lernen eine Sprache, hören Podcasts oder beschäftigen sich mit einem Hobby.
Sehr beliebt sind auch Ausflüge. Familien fahren zum Beispiel in einen Zoo, besuchen ein Schloss oder entdecken eine neue Stadt. Deutschland hat viele interessante Orte, die man an einem freien Tag besuchen kann. Dafür braucht man nicht unbedingt einen langen Urlaub. Genau. Und natürlich gibt es auch kulturelle Angebote. Viele Museen, Ausstellungen und Theater haben sonntags geöffnet. So kann man etwas Interessantes sehen und gleichzeitig etwas Neues lernen. Für viele Menschen ist das eine schöne Abwechslung. Ich finde es interessant, dass der Sonntag oft langsamer beginnt, aber trotzdem sehr abwechslungsreich sein kann. Man hat mehr Zeit für Dinge, die im Alltag oft zu kurz kommen. Man muss nicht ständig von einem Termin zum nächsten laufen. Ja, und vielleicht ist genau das der Grund, warum viele Menschen den Sonntag mögen. Man kann selbst entscheiden, wie man den Tag verbringen möchte. Manche bleiben zu Hause, andere sind den ganzen Tag unterwegs. Beides ist völlig in Ordnung. Wenn man darüber nachdenkt, hat diese besondere Sonntagsruhe viele positive Seiten. Gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die sich wünschen, dass mehr Geschäfte geöffnet wären oder dass alles etwas flexibler wäre. Genau. Nicht jeder sieht diese Tradition gleich, für die einen ist sie sehr wichtig, für die anderen manchmal etwas unpraktisch. Deshalb gibt es zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen. Die Sonntagsruhe hat in Deutschland eine lange Tradition. Viele Menschen finden diese Regel sehr gut. Sie sagen, dass ein ruhiger Tag pro Woche wichtig ist. Im Alltag hat man oft viel Stress, viele Termine und wenig Zeit für sich selbst. Deshalb genießen viele Menschen den Sonntag besonders. Ja, einer der größten Vorteile ist die Erholung. Viele Arbeitnehmer haben frei und können sich entspannen. Sie verbringen Zeit mit der Familie, treffen Freunde oder machen einfach nichts. Das hilft vielen Menschen, neue Energie für die kommende Woche zu sammeln. Ein weiterer Vorteil ist die Ruhe in den Städten. Es gibt oft weniger Verkehr und weniger Lärm. Viele Menschen mögen diese entspannte Atmosphäre. Man kann spazieren gehen und die Stadt auf eine ganz andere Weise erleben. Außerdem profitieren viele Angestellte im Einzelhandel von dieser Regel. Sie müssen nicht jeden Sonntag arbeiten und haben mehr Zeit für ihr Privatleben. Viele Menschen finden, dass Arbeit und Freizeit im Gleichgewicht bleiben sollten. Natürlich gibt es aber auch Nachteile. Manche Menschen finden es unpraktisch, dass die meisten Geschäfte geschlossen sind. Vielleicht hat man etwas vergessen einzukaufen oder braucht plötzlich ein wichtiges Produkt. Dann kann das problematisch sein. Besonders für Touristen ist das manchmal überraschend. In vielen Ländern haben Supermärkte auch am Sonntag geöffnet. Wer das nicht weiß, steht vielleicht vor einer geschlossenen Tür und versteht zuerst nicht, warum alles zu ist. Auch Menschen, die unter der Woche sehr viel arbeiten, hätten manchmal gerne mehr Möglichkeiten zum Einkaufen. Sie wünschen sich längere Öffnungszeiten oder offene Geschäfte am Sonntag. Deshalb wird immer wieder über dieses Thema diskutiert. Trotzdem unterstützen viele Menschen die Sonntagsruhe. Sie sagen, dass nicht immer alles verfügbar sein muss. Ein Tag ohne Einkaufen könne helfen, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, zum Beispiel auf Familie, Freunde, Hobbys oder Erholung. Interessant ist, dass beide Seiten gute Argumente haben. Die einen wünschen sich mehr Flexibilität im Alltag. Die anderen möchten die Tradition und die Ruhe bewahren. Deshalb gibt es bis heute unterschiedliche Meinungen. Am Ende muss jeder selbst entscheiden, wie er diese Tradition sieht. Aber eines ist sicher: Der Sonntag in Deutschland ist etwas Besonderes. Er unterscheidet sich deutlich von den anderen Tagen der Woche und gehört für viele Menschen einfach zum Leben dazu.
Und vielleicht ist genau das der Grund, warum dieses Thema immer wieder interessant bleibt. Es geht nicht nur um geöffnete oder geschlossene Geschäfte, sondern auch darum, wie Menschen leben, arbeiten und ihre freie Zeit verbringen möchten. Vielen Dank, dass du heute mit uns über den Sonntag in Deutschland gesprochen hast. Jetzt weißt du, warum viele Geschäfte geschlossen sind, warum die Straßen oft ruhiger wirken und wie die Menschen diesen besonderen Tag verbringen. Solche Themen helfen dir, die deutsche Kultur besser zu verstehen und gleichzeitig dein Deutsch zu verbessern. Genau, wir hoffen, dass du viele neue Wörter und nützliche Ausdrücke gelernt hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine neue Folge verpasst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Sonntagsruhe. Die Sonntagsruhe ist in Deutschland eine wichtige Tradition. Viele Menschen genießen die Sonntagsruhe. Geschlossen. Am Sonntag sind die meisten Geschäfte geschlossen. Heute ist das Geschäft geschlossen. Die Erholung. Am Wochenende braucht man Zeit für Erholung. Ein Spaziergang hilft bei der Erholung. Der Vorteil. Die Sonntagsruhe hat viele Vorteile. Ein großer Vorteil ist die Ruhe. Der Nachteil. Geschlossene Geschäfte können ein Nachteil sein. Jede Regel hat Vor- und Nachteile.